Ist gut. Innerhalb eines Teams in Microsoft Teams soll nur eine bestimmte Personengruppe Zugriff auf einen Kanal haben. Dafür gibt es die privaten Kanäle. Leider ist nur die Idee gut. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wie ihr Teams in Microsoft Teams anlegt, das habe ich euch in der Infokarte verlinkt. Heute geht es darum, warum ich keine privaten Kanäle in Teams anlegen würde. Wenn euch dieser Tipp weiterhilft, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare. Aber jetzt zu den privaten Kanälen. Einen privaten Kanal legt ihr an, indem ihr hinter dem Team auf das 3-Punkte-Menü klickt und dann dort den Befehl Kanal hinzufügen wählt. Ihr gebt dem Kanal einen Namen und legt dann hier unten beim Datenschutz fest, statt Standard jeder im Team hat Zugriff, privat bestimmte Teamkollegen haben Zugriff. Und dann könnt ihr diesem Kanal die entsprechenden Mitglieder zuweisen. Ich habe das hier schon mal gemacht. Ich habe hier den Kanal Finanzen, weil ich das eben oft erlebe, dass es eine Gruppe gibt von Leuten, die sich um die Finanzen kümmern. Und da sollen dann nicht alle Mitglieder des Teams Zugriff haben, sondern eben nur ein Teil. Und wenn man sich jetzt anschaut, was angelegt wird, wenn so ein privater Kanal angelegt wird, dann sieht man, dass auf SharePoint für diesen privaten Kanal, man sieht es hier, ich bin in einem privaten Kanal, Einführung des neuen LMS und dann wären wir hier in Finanzen, eine eigene SharePoint-Site angelegt wird mit einer eigenen Dokumentenbibliothek und allen möglichen Dingen, die fehlen, zum Beispiel kein Notizbuch, kein Archiv und ähnliches. Wenn wir uns nochmal unser Team anschauen, wir haben hier allgemein Inhalte, Implementierung, Schulung, das sind die normalen Kanäle und den Kanal Finanzen. Und wenn ich mir das auf der SharePoint-Seite dieses Teams anschaue, dann sieht man, das sieht so aus. Ich bin hier in dem Team Einführung des neuen LMS. Dort bin ich in der Dokumentbibliothek und hier bin ich in dem Ordner bzw. in dem Kanal Teilprojekt Implementierung. Wenn ich jetzt die Dokumentenbibliothek auswähle, dann sehe ich dort alle Kanäle, nämlich allgemein Inhalte, Implementierung und Schulung, aber Finanzen fehlt. Denn Finanzen ist, wie gesagt, eine eigene SharePoint-Site und in der gibt es eben nur diesen privaten Kanal Finanzen. Lässt sich also festhalten, es wird eine eigene SharePoint-Site angelegt, die aber eingeschränkt ist. Ihr könnt das auch nicht zurücksetzen, wenn ihr in Teams seid und mal bei dem privaten Kanal schaut. Dann könnte man zwar den Kanal bearbeiten. Der Dialog sieht auch so aus wie beim Anlegen, nur hier unten fehlen die Datenschutzeinstellungen. Das heißt, ihr könnt das auch nicht rückgängig machen. Der größte Nachteil aus meiner Sicht ist allerdings, dass ihr keine Kanalbesprechungen planen könnt. In einem normalen Kanal, ich nehme mal hier den Implementierung, haben wir hier oben die Möglichkeit, entweder eine Ad-Hoc-Besprechung einzuberufen, jetzt zu besprechen und dann Leute mit dazu zu nehmen, oder ich kann eine Besprechung planen. Und wenn ich hier eine Besprechung plane, dann ist das eine Kanalbesprechung in dem Team Einführung des neuen LMS und in dem Kanal Teilprojekt Implementierung. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass der Chat aus der Kanalbesprechung nachher hier in dem Kanal sichtbar ist oder dass, wenn ihr Aufzeichnungen macht, dass die direkt in diesem Kanal gespeichert werden mit den Zugriffsrechten für alle Beteiligten. Wenn wir uns das jetzt anschauen für den privaten Kanal, dann sehen wir, wenn wir in dem privaten Kanal sind, dann gibt es hier Besprechung, aber es gibt nicht Besprechung planen. Ich kann also eine Ad-Hoc-Besprechung einberufen, ich kann die Besprechung aber nicht planen. Und wenn ihr in den Kalender geht und dort eine neue Besprechung plant, ich mache das mal hier, neue Besprechung, und einen Kanal hinzufügen wollt, dann findet ihr die verschiedenen Teams, auch unsere Einführung des neuen LMS und hier fehlt der private Kanal Finanzen. Also es gibt keine Möglichkeit, eine Kanalbesprechung für diesen privaten Kanal anzulegen. Mein Fazit für die Anlage eines Teams, das eingeschränkt ist oder eines Kanals, der eingeschränkt ist, ist daher, legt keinen privaten Kanal in einem Team an. Den würde ich tatsächlich direkt löschen.
sondern legt für diese Personen ein neues Team an. Dieses neue Team funktioniert genauso, wie ihr das von Teams kennt. Die Kanäle darin funktionieren genauso. Ihr habt Notizbücher, ihr habt Kanalbesprechungen, die könnt ihr planen. Also nehmt ein normales Team und macht keine privaten Kanäle in einem bestehenden Team. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.